Hi, ich bin Jonas vom Recording-Blog und im heutigen Quick-Tipp wollen wir uns mal anschauen, wie man mit einem Referenztitel in 0, nix seinen Mix verbessern kann. Mischen mit Referenztiteln ist unser heutiges Thema im Quick-Tipp und das ist eins der heikelsten Themen, die man so beim Mischen wohl nutzen kann. Zum einen wollen wir natürlich, dass unsere Titel genauso gut klingen wie die Titel, die absolut gerade aktuell in den Charts laufen. Auf der anderen Seite scheuen wir natürlich immer so ein bisschen den Vergleich mit den Großen, weil wir denken, unsere Mixe sind nicht gut genug und im Zweifel sind unsere Mixe auch nicht gut genug. Aber genau um dieses Manko aufzuheben und in die Richtung zu kommen, wie die Großen mischen und auch die Klangqualität der Großen zu erreichen, ist es ganz, ganz wichtig, dass man weiß, wo man hinmischt und nicht im stillen Kämmerlein da sitzt und vor sich hinmischt und denkt so, ja, der Song klingt ganz gut und dann legt man sich ihn per Stick irgendwie ins Auto, hört ihn gegen einen Song, der gerade im Radio gelaufen ist oder seinen Lieblingstitel auf der CD und denkt so, klingt müde. Nicht wirklich scharf. Um das zu verhindern, kann man ganz einfach einen Referenztitel sich auswählen. Der sollte im Idealfall vom ungefähr ähnlichen Genre sein, ähnliche Instrumentierung haben, ungefähr so klingen wie das, was wir uns auch vorgenommen haben. Natürlich nicht derselbe Song, weil wir wollen ja kein Cover machen. Aber selbst wenn wir ein Cover machen, ist das sehr, sehr hilfreich. Nämlich in dem Fall, den ich jetzt hier gerade vorbereitet habe. Denn ich wollte immer mal einen Song machen, der genauso klingt wie Lenny Kravitz, weil Kravitz hat relativ wenig Instrumente, wenn er wirklich so sein Basic-Setup hat, aber klingt unglaublich aufgeräumt und trotzdem rockig und knallig und das wollte ich jetzt mal selber hinkriegen und mal gucken, ob ich das rekonstruieren kann hier im Studio und habe zu dem Zweck ein Cover von einem Kravitz-Song gemacht und habe mir passenderweise den Referenztitel direkt oben drüber gelegt. Das heißt, in diesem Fall habe ich optimale Voraussetzungen, das heißt, das Cover läuft genauso schnell und genau an denselben Stellen wie mein Song ab, kann also super, super vergleichen, wie die unterschiedlichen Mixer aufgebaut wurden und so weiter und so fort. Wenn ihr mit Referenztiteln mischen wollt, gibt es eine Sache, die ihr ganz wichtig beachten solltet und das ist der Trick im Prinzip, der es macht, denn das Umschalten zwischen Referenztitel und eigenem Mix ist im Prinzip der Knackpunkt. Je schneller und komfortabler man umschalten kann zwischen den beiden Tracks, umso mehr kann das Ohr sich auf die Unterschiede an den einzelnen Stellen konzentrieren und heraushören, wie wirklich unterschiedlich gearbeitet wurde. Und im Fall von Studio One habe ich das jetzt mal hier vorbereitet. Und man kann hier sehen, dass ich hier oben eine Spur habe, die heißt Referenz, da ist der Titel reingeladen und dieser Referenztitel geht völlig unbearbeitet, hier keine Plugins drin, keine Lautstärkerveränderung, nichts, geht einfach automatisch auf den Mainbus und auch auf dem Mainbus ist kein einziges Plugin eingefügt. Der eigene Mix, der Song, den ich selber gemacht habe, und das ist jetzt ganz wichtig an der Stelle, läuft eben nicht auf den Mainbus, zumindest nicht automatisch, sondern über einen vorgelagerten Hauptbus, der alles einfängt, alle Instrumente, Effekte, Gesänge und so weiter und so fort und der auch die komplette Mastering-Kette beinhaltet, mit der ich meinen Song bearbeite. Das hat einen ganz einfachen Grund, denn der Referenztitel ist ja schon gemastert worden, vorbereitet worden und ist ja auch schon in den Charts gelaufen, auch schon auf Lautstärke gebracht worden und unser Song ja noch nicht. Das heißt, wir müssen zumindest mit dem Mainbus, mit dem vorgelagerten Mainbus sicherstellen, dass unser Titel hier über einen Limiter, den ich hier mal reingeladen habe, ungefähr auf die Lautstärke gebracht wird, wie auch der Referenztitel heißt. Das ist zum Gegenhören ziemlich praktisch, weil dann wird man nicht abgelenkt dadurch, dass unser Song vielleicht leiser ist und man dann denkt, ja, klingt auch automatisch schlechter, denn unser Ohr ist ein kleiner Betrüger. Alles, was ein bisschen leiser ist, wird sofort vom Hirn umgedeutet, dass es auch schlechter klingt und das muss ja nicht unbedingt der Fall sein. Es ist halt einfach nur leiser. Das heißt, achtet darauf, dass ihr euren Mix über einen Limiter erstmal ungefähr auf die Lautstärke bringt wie der Referenztitel und dann könnt ihr ganz einfach A, B hören und zwar in diesem Fall, indem ich den Referenztitel hier gemutet habe und jetzt einfach, wenn ich abspiele, nur meinen Mix höre. Und sobald ich den Referenztitel hier auf Solo schalte, höre ich nur den Referenztitel, denn der wird direkt dann auf den Mainbus geschickt. Und wenn ich hier, das ist sehr praktisch bei Studio One, ich hoffe, dass das bei vielen anderen DAWs auch so ist, wenn ich den Solo wieder ausmache, wird automatisch der Mute wieder reingemacht und ich höre wieder meinen Mix. Wie das genau klingt, hören wir uns mal am Beispiel meines Covers von Kravitz an und achtet mal auf den Snare-Sound, denn das ist das nächste, woran ich arbeiten werde. Der Snare-Sound von Kravitz ist unglaublich knallig und krachig und ich bin gespannt, ob ich es dann irgendwann in einer der nächsten Folgen auch mal hinkriege, meine Snare so klingen zu lassen wie die von Kravitz. Im Moment klingt sie so und ich schalte dann mal direkt auf den Referenztitel und ihr könnt mal schauen, wie das klingt. Los geht's. My heart's beating and I can't wait for tomorrow. I'm gonna see her
my beautiful wildflower. Super. Man kann es sofort hören, im direkten Umschalten mit dem Referenztitel kann man hören, dass die Snare von Kravitz deutlich knackiger ist, luftiger, einen anderen Raum drauf hat und insgesamt aufgeräumter wirkt und dadurch aus dem Mix besser rausscheint. Das ist jetzt die Aufgabe von mir, das hinzukriegen, aber ich habe eine Orientierung, ich weiß, wo ich hinmische. Das heißt, wenn ich meinen Equalizer einstelle für meine Snare, dann weiß ich, wo ich hinmischen muss und dafür ist ein Referenztitel einfach unbezahlbar. Das gleiche funktioniert natürlich auch bei Gitarrensounds, die man anstrebt, beim Bass, die Bassdrum hier habe ich schon ganz gut hingekriegt, wie der Gesangssound, wie die Effekte sind und so weiter und so fort, kann man bestens vergleichen. Wie gesagt, bei einem Cover ist es natürlich am idealsten. Ich wollte ja jetzt hier nur lernen, wie Kravitz seine Mixe aufbaut, aber wenn man sich einen anderen Referenztitel nimmt, der ungefähr vom Genre und von der Instrumentierung her gleich ist und von der Produktion wie das, was man im Ohr hat, was man sich so für den eigenen Song vorstellt, dann kann man so wunderbar hin und her schalten und direkt vergleichen und es ist einfach deutlich einfacher und schneller, wenn man weiß, wo man hinmischt, als dass man im Nebel stochert und nicht weiß, wie man diesen Sound hinkriegen will oder welchen Sound man sich tatsächlich wirklich wünscht. Wenn dir dieser Tipp gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Mit einem Abo bleibst du auf dem Laufenden, wie es hier weitergeht auf diesem Kanal. Und wenn du magst, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich dir die beste Woche, die du haben kannst. Mach's gut und Yassou.